Die Turnhalle und das Kongresshaus sind für die Stadt Zürich von großer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, aber auch kultureller Bedeutung. Angefangen hat das Ganze mit der Turnhalle. Diese wurde im 19. Jahrhundert, vor über 125 Jahren, errichtet. Seither ist das Turnhalle-Orchester ein international renommiertes Sinfonieorchester geworden. Und die Turnhalle selber hat eine ausgezeichnete Akustik, die auch europaweit sich sehen lassen kann. Man spricht davon, dass es unter den Top 3 Sälen in Europa ist. Natürlich finden hier aber auch im Kongressbereich sehr viele Veranstaltungen statt, kleine wie auch große, Firmenanlässe, Generalversammlungen, Ausstellungen, Messen. Und die Stadt Zürich will das weiterführen und in eine neue Zukunft bringen. In den 80er Jahren wurden diese Räume verstellt, sie wurden zugebaut, verkleinert, verstümmelt eigentlich. Die Lesbarkeit war nicht mehr gegeben, es wurde ziemlich labyrinthisch. Es ist ein sehr, sehr großes Haus. Es ist mit 80 mal 110 Metern größer als ein Fußballfeld. Und es ist schwierig, so ein Haus in dieser Tiefe überhaupt durchlässig zu behalten, öffentlich zu behalten. So war eigentlich unsere Hauptaufgabe hier, dieses öffentliche Interieur wiederzufinden, wiederherzustellen. Also das, was wir vorgefunden haben, man ist in den Haupteingang reingegangen und dann war das eigentlich nur noch ein großer, geschlossener Komplex, von dem viele Türen und Gänge abgegangen sind, wo man sich aber ganz schwer orientieren konnte. Heute kommt man in dieses Foyer, man hat sofort diesen Blick, wieder Tageslicht, sieht diesen Hof und gleichzeitig hat man eben diese sehr schönen Durchblicke, sowohl vom Foyer in den Gartensaal oder in der anderen Richtung. Das heißt, auch die Distanzen, bis ich wieder Grün sehe oder Tageslicht, sind deutlich geringer. Und dadurch hat man natürlich einen ganz anderen Eindruck und eine ganz andere Orientierung in diesem Gebäude. Wir wollten größere Veranstaltungen, größere Kongresse ermöglichen. Dieses Ziel haben wir erreicht, indem wir diese Umbaumaßnahmen im Gartensaalbereich umsetzen konnten. Das Haus hat dadurch eine größere Flexibilität erhalten. Es ist variabler nutzbar. Auch der Städtebau, die Architektur haben durch diese Maßnahmen gewonnen. Es ist schöner und hat wieder die alte Strahlkraft erlangt, die auch damals in den 30er Jahren zur Landi-Zeit Häfele Moser-Steiger hier umgesetzt haben. Der zusätzliche Gewinn, sozusagen der Mehrwert an Öffentlichkeit, den schafften wir im Saalgeschoss. Da vergrößerten wir die Terrasse und wir setzten auch das Restaurant an die südöstliche Ecke der Terrasse, sodass fast ein dreiseitig geschlossener Hof entstand und dieser öffentliche Hof offen gegen den See und gegen die Alpen ist eine große Erweiterung dieses Wegsystems, das schon im Haus angelegt war. Unsere Aufgabe war dann auch, all diese losen Enden, die anzubinden an das Straßennetz, was rundherum ist. Also mit einer großen Freitreppe die Terrasse anzubinden an den General Gisonquet, an den See. Und das ist uns ziemlich gut gelungen. Die Öffnung war eine Zielsetzung, um das Haus wieder näher an die Bevölkerung zu bringen. Durch diese Öffnung, ich glaube, das werden die Zürcherinnen und Zürcher bestätigen, hat das Haus eine neue Attraktivität erlangt, die sicherlich in Zukunft auch genutzt werden wird.